Man sagt, ihr erwartet Krieg, weil ihr ihn so lange hattet. Nur wenn ein Bewusstsein entsteht, wo Krieg unmöglich ist, ändert sich das. Wo er nicht existiert, beansprucht ihr ihn. Doch das ändert radikal unsere Realitätswahrnehmung. Ich heiße Paul Zollig in der Show willkommen. Wie geht's dir, Paul? Mir geht es gut, danke. Vielen Dank, dass du bei der Show bist. Ich bewundere deine Arbeit schon seit einiger Zeit und ich wollte dich in der Show haben, um mein Publikum mit deiner Arbeit und dem, was du machst, bekannt zu machen. Also, um zu beginnen, wie hast du deine bemerkenswerte spirituelle Reise, auf der du dich gerade befindest, begonnen? Ja, es war unerwartet und ungebeten. Ehrlich gesagt, ich wurde quasi als Atheist erzogen und ich wusste nicht, was ein spirituelles Leben bedeutet oder warum es erstrebenswert sein sollte. Mit 25, kurz nach meinem Studienabschluss, hatte ich eine Liste mit Zielen abgearbeitet, von denen ich annahm, sie würden mir im Leben helfen. Doch obwohl ich alles erreicht hatte, fühlte ich mich keineswegs besser. Getrieben von Notwendigkeit, nicht aus Interesse, suchte ich nach tieferer Erfüllung. Und ich wusste nicht mal, was ich tat. Die Geschichte ist, dass ich in St. Paul an einem Projekt arbeitete und im Gopher Campus Motor Lodge übernachtete, einem schicken Ort dort. Und ich hatte keine Ahnung, wo in St. Paul Drogen zu finden waren. Und es ging mir sehr schlecht. Und die Gideons legen diese Bücher in Hotelzimmerschubladen und eines enthielt ein Gebet für Menschen in Krisen. Ich wusste nicht genau, welche Krise ich durchmachte, aber ich spürte, dass ich in einer war und betete. 3 Tage später hörte ich eine Stimme, die mir sagte, mein Leben zu ordnen, was der Anfang von vielem war. Ich folgte dieser Stimme. Ich begann mich psychisch zu öffnen, als ich aufhörte zu feiern, und das war eine Überraschung, und ich wusste nicht, was das bedeutete. Ich machte eine Erfahrung mit Energie. Um die Zeit der sogenannten harmonischen Konvergenz bat ich um Erweckung. Ich dachte, wenn es einen Gott gibt, und begann zu glauben, dass es vielleicht einen gibt, und du batest ebenfalls darum, geweckt zu werden, warum sollte er Nein sagen? Das war mein Gedanke damals. Ich war damals 25 mit platinblonden Haaren und Lederjacke. Ich begann eine Reise, die noch andauert, und studierte eine Energieheilungsform. Als ich so um die 30 war, ging ich eine Zeit lang zu jemandem, weil es einen Rahmen bot für die Erfahrungen, die ich machte, waren energetisch, visuell und teilweise auditiv und keineswegs aufdringlich. Alles war sehr dezent. Ich hätte mich nie als Medium gesehen, doch ich half ehrenamtlich in einem Zentrum für schwerkranke Menschen. Dort merkte ich, dass ich beim Auflegen meiner Hände auf ihre Körper Dinge hörte. Ich wusste plötzlich Dinge. Legte ich meine Hände auf deine Brust, vernahm ich den Namen Billy. Ich fragte dann, wer ist Billy? Und die Antwort war oft, mein Vater, mein Bruder, mein Liebhaber, mein. Du weißt ja bereits. Und als ich das immer wieder bewahrheitete, begann ich Vertrauen zu fassen. Diese Art von Kanal oder Übertragung, die entstand. Und es war nicht wie eine Stimme im Raum, sondern eher so ein Gedanke, der alle anderen verdrängt. Das ist qualitativ ganz anders als ich dachte an keinen Billy. Und plötzlich Billy. Und man denkt sich, okay, was mache ich jetzt damit? Ich gründete eine Gruppe, die sich in meiner Wohnung traf und etwa 18 Jahre lang zusammenkam, wo ich mit Leuten saß und, weißt du, begann zu channeln, obwohl ich es in jenen Tagen nicht als Channeln betrachtete. Ich war mehr an der Energie interessiert, die durchkam, die sehr greifbar und sehr physisch war, und sie gefiel mir. Das zugehörige Erlebnis. Also so fing es an. Aber ich leitete die Gruppe 18 Jahre lang. Ich war Hochschullehrer. Ich unterrichtete an der NYU und leitete viele Jahre lang ein Schreibprogramm am Goddard College. Ich wollte nicht für meine Arbeit bekannt werden, also richtete ich eine Website für Klienten ein, ohne meinen Namen oder mein Bild, um anonym zu bleiben. Um 2009 begannen die Geistführer, mit denen ich arbeite, Bücher durch mich zu diktieren. Sie haben nun 10 solcher Bücher erstellt. 9 sind bereits gedruckt. Und alle sind unredigierte Transkripte der Channeling-Sitzungen. Es wurde einfach aufgezeichnet und getippt. Manchmal werden vielleicht 3 Wörter korrigiert, wenn ich etwas falsch ausgesprochen oder ein S bei einem Pluralwort vergessen habe, weil ich schnell sprach.
Aber das ist der Prozess, der mich zu meiner jetzigen Tätigkeit geführt hat. Vielleicht werde ich nie ganz verstehen, wie es dazu kam. Es ist eine Fähigkeit in Organisationsentwicklung, die mich reizt. Also mache ich weiter. Und das ist jetzt mein Beruf. Vor etwa 5 Jahren beendete ich meine akademische Laufbahn und das war's. Jetzt finde ich es faszinierend, dass, als Sie, um es mal so auszudrücken, die Berufung dazu verspürten, offensichtlich etwas durch Sie hindurch geschah. Etwas passierte, aber dennoch hatten Sie Angst, davor entlarvt zu werden. Wie Sie sagten, hatte ich eine sehr ähnliche Erfahrung, einfach indem ich diese Sendung machte, denn ich komme aus der Filmbranche, bin also in der Filmindustrie durch die Show, in der ich mit Oscar-Preisträgern spreche und so weiter, sehr bekannt und ich hatte Angst, diese Seite von mir zu zeigen. Also verstehe ich, in kleinerem Maßstab, die Angst, die auch Sie hatten. Wie haben Sie es geschafft, diese Angst zu überwinden, als Sie schließlich sagten, wissen Sie, ich muss mich jetzt voll und ganz darauf einlassen? Oh, ich muss mich weiterhin meinen Widerständen stellen. Und sobald ich öffentlicher agiere, ergeben sich neue Herausforderungen. Ich bin von Natur aus schüchtern. Jedes Mal, nachdem ich den Widerstand überwunden hatte, eröffneten sich mir neue Chancen. Es war ein kontinuierlicher Prozess. Doch tatsächlich, schon bevor die Bücher erschienen, stellte all das eine große Herausforderung für mich dar. Manchmal fragen Leute, was das Schwierigste am Medium-Sein ist. Ich antworte, das Schwierige ist, dass ich das Medium bin. Wenn Sie Botschaften senden, könnte ich sie lesen und beurteilen. Interessant, nützlich oder nicht. Aber es ist, als würde man ein Radio nach seiner Sendung fragen. Ich bin das Radio. Das ist, was ich tue. Es ist nicht besonders glamourös. Tatsächlich Diktate schreiben, das mache ich. Alle Bücher sind Stenografie, gesprochene Stenografie. Also, sie arbeiten sich durch den Widerstand. Und das andere ist, die Kultur heute ist anders als noch vor 10 Jahren. Damals wollte ich nur meinen Job an einer akademischen Einrichtung behalten. Wahrscheinlich wäre das nicht gut angekommen, aber als ich ging, wussten sie, was ich tat und würden ein Buch feiern, wenn es erschien. Ich dachte, das ist eigentlich toll. Vieles, wovor ich Angst hatte, trat nicht ein. Ehrlich gesagt, die Leute sind zu sehr mit ihrem eigenen Kram beschäftigt, als dass sie sich um meinen kümmern würden. Es geht nicht um mich. Und das war erleichternd. Das war's? Ja, im Großen und Ganzen genau das habe ich auch so erlebt. Das Ego will gefallen. Was wird man über mich sagen? Aber es interessiert keinen, wirklich niemanden. Jeder hat eigene Probleme. Also, spiele für das Publikum. Ich glaube, du hast das Wesen eines Kanals oder den Channeling-Prozess gut erklärt. Es ist, als würde man ein Radio einstellen. Du bist der Lautsprecher, durch den es fließt. Richtig? Ich arbeite auf 2 unterschiedliche Weisen. Einerseits als Kanal, andererseits als Hellseher oder manchmal werde ich auch als Medium für die Lebenden bezeichnet. Wenn du dir mich als ein Radio vorstellst, dann drehe ich beim Channeln einfach am Knopf. 1 Millimeter, ich meine nur ein winziges Stückchen, und dann ist plötzlich der andere Sender verfügbar. Ich spreche gerade nur. Ich heiße Paul. Doch wenn ich will, kann ich eintreten und habe Zugang. Wenn ich lese, beispielsweise für dich, und du forderst, erzähl mir von meinem Ex oder für mein Kind oder jemanden, ich würde mich auf dich einstimmen. Du wärst der Koordinatenpunkt der Radiosender, damit ich dich hören oder fühlen kann, wie es ist, du zu sein. Dann den Sender wechseln und auf das Ei einstellen. Es ist wie eine Vermittlungsstelle. Es ist komisch, aber ich mag die Arbeit mit Einzelpersonen, weil es sind nachweisbare Fakten. Es ist so. Wie soll ich wissen, was dein Ex durchmacht? Doch irgendwie tue ich's auf einer Ebene. Also, der Prozess ist weit weniger. Es ist nicht so komplex und mühsam, wie oft angenommen wird. Stell dir ein Radio vor. Viele Stationen senden gleichzeitig, doch nur mit der richtigen Einstellung empfängst du sie. Ich bin so verdrahtet, dass ich diese Frequenzen aufnehme. Meine Lehrer arbeiten daran, auch andere so zu verdrahten durch ihre Lehren und Bücher, damit sie die stets verfügbare Energie anzapfen können. Uns wurde bloß nicht beigebracht, dass wir dies nutzen dürfen. Es jetzt zu tun. Wer sind die Führer? Du erwähnst oft die Führer. Wer sind sie? Nun, ich meine, es ist ein Kollektiv. Sie sind Lehrer. Der Name wird manchmal ausgesprochen und er steht im Buch, also ist es Melchisedek, was
Ich denke, das Priestertum bedeutet aber, um ehrlich zu sein, äußerst desinteressiert an Namen, weil sie oft unnötigen Ballast bringen. Und dann kommt das Ego ins Spiel und solche Dinge. Der Grund, warum sie die Führer genannt werden, ist meine Ex. Als meine Ex herausfand, dass ich das konnte, hörte ich immer, frag die Führer dies, frag die Führer das. Plötzlich gab es einen Hellseher im Haus, der alle Fragen beantworten konnte. Und deshalb begannen sie, die Führer genannt zu werden. Und das hat sich irgendwie eingebürgert und sie haben nichts dagegen eingewendet. So werde ich sie also nennen. Aber sie sagen, wir sind, was du wirst, wenn du dein Selbst erkennst. So definieren sie sich. Was uns ausmacht. Es ergibt völlig Sinn, zumindest für mich. Es macht absolut Sinn. Ich finde es immer interessant, wenn Leute nicht so sehr an Channeling glauben, und das ist in Ordnung. Man muss nicht an Channeling glauben, aber die Arbeit, sie spricht für sich. Die Bücher sprechen für sich. Wenn die Bücher zu dir sprechen, dann tun sie das. Wenn deine Arbeit zu dir spricht, erreicht sie auch den Leser. Ihr Entstehungsprozess ist mir egal, irrelevant. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich habe Channeling nicht geglaubt oder war skeptisch. Ich bleibe skeptisch gegenüber manchem, was da draußen existiert und so heißt. Manchmal scheint es, als würde das Flüchtige des Moments kanalisiert. Ich glaube nicht, dass die Geistführer, mit denen ich arbeite, daran Interesse zeigen. Überprominenz. Nicht Teil von. Sie nennen meinen Computer immer noch einen Fernseher. Werde ich John im Fernseher hören? Es ist so, als ob, okay, ich glaube nicht, dass Sie zuschauen. Die Nachrichten. Aber als Doktorand hatte ich vielleicht ein halbes Buch von Seth gelesen und fand es wirklich faszinierend. Was ist ein Seth-Buch? Ein Seth-Buch. Jane Roberts, ein Medium, channelte eine Entität namens Seth. Und das war ziemlich beeindruckend. Ich habe zwar nur die Hälfte des Buches gelesen, aber ich glaube wirklich, dass es mich beeinflusst hat. Aber ich schaue tatsächlich nicht zu, wenn andere arbeiten. Ich mache es mir zur Regel, die Bücher aller zu kaufen und dann lese ich sie nicht. Und ich denke, ein Teil davon handelt davon, sauber halten, so gut ich nur kann, damit ausschließlich das durch mich fließt, was sie spezifisch wünschen. Muss ich denn fragen, was deine Geistführer über die Lehren von jemandem denken? Ich glaube nicht, dass sie es wissen, aber vielleicht würden sie dennoch die Fragen beantworten. Über einen Prozess, eine Lehre, jetzt die Welt. Erfährt gerade eine große Veränderung. Es ist etwas, das ich in meinem Leben und sogar in der Geschichte noch nie gesehen habe. Noch nie hat etwas weltweit die Menschheit so erfasst wie in den letzten Jahren. Es scheint in vielerlei Hinsicht schlimmer zu werden. Es wirkt, als ob sich ein Wandel vollzieht. Als ob die Menschen, ich nenne es das HR-Sketch der Menschheit. Was ist deine Meinung dazu, was gerade passiert und warum wir das jetzt durchmachen? Im allerersten Buch, das die Geistführer diktierten, welches I Am the Word hieß, und im Jahr 2009 verfasst, in 10 veröffentlicht wurde. Die Geistführer meinten, die Menschheit stehe in einer Zeit der Abrechnung, einer Konfrontation mit sich und ihren Schöpfungen. Alles, was in Angst erschaffen wurde oder in Angst verwurzelt ist, muss, so sagen sie, auf eine höhere Weise neu gesehen, neu erkannt oder neu erschaffen werden. Denn ein Weitermachen wie bisher ist nicht möglich. Sie behaupteten, wir seien die Einzigen, die glauben, dass der Bau einer größeren Bombe uns Sicherheit verschaffen würde. Ist Wahnsinn, wie sie es verstehen. Doch was ich nun höre, ist eine großartige Chance. Und sie ist wirklich irgendwie notwendig. Ich meine wirklich notwendig. Nicht, dass wir leiden müssen durch Dinge hindurch, sondern dass wir müssen uns verändern. Wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Die Guides sprechen von einer Art Flutwelle des Wandels, die auf uns zukommt. Uns zu einem höheren Ufer führen, wie sie sagen, höher als unser bisheriges. Doch müssen wir den Prozess des Loslassens des Bekannten durchlaufen. Wer wir zu sein glauben und wie wir meinen, handeln zu sollen. Das ist alles. Man sagt, es sei das letzte Aufbäumen der Trennung. Es herrscht der Glaube, wir seien von unserer Quelle und voneinander getrennt. Ein Glaube, den wir aufrechterhalten sollen. Ich vermute, die derzeitige Polarität ist genau das, was nun sichtbar wird. Denn ich glaube, Heilung ist unmöglich, solange etwas verborgen bleibt. Es muss ans Licht, um vom Licht zurückgewonnen zu werden. Wir haben freie Wahl.
Also sehe ich es endlich als positiv. Der Führer begann vielleicht vor etwa einem Jahr davon zu sprechen, was für mich überraschend und eine Art Erleichterung war. Sie sagten, die Menschheit hat sich dafür entschieden. Gemeinsam haben wir uns entschieden, darüber hinauszugehen. Also werden wir es schaffen. Ich weiß nicht, ob wir es ohne einige ernsthafte Stolpersteine schaffen werden. Wir müssen vielleicht die Sinnlosigkeit des Krieges erfahren, um zu verstehen, dass er zwecklos ist, dass es Wahnsinn ist. Das könnte passieren. Ich weiß es nicht. Sie machen keine Vorhersagen, aber Sie haben gesagt, wir werden es schaffen. Und ich vertraue Ihnen wirklich. Die letzten paar Jahre haben mein Leben komplett verändert. Und ich bin dankbar für die Veränderung. Aber ich weiß, es war hart. Ja, und es gab einfach so einen gewaltigen Wandel in unserer Sichtweise und in der Art, wie sich das Leben verändert hat. Ich meine, dieses Interview, normalerweise hätte ich zu Ihnen fliegen müssen oder Sie zu mir, damit so etwas stattfinden kann. Und die Technologie war da. Skype gibt es schon lange, aber es war nicht normal. Jetzt kann so etwas einfach geschehen. Genauso beim Homeoffice. Früher wurde das eher kritisch gesehen und jetzt wird es verlangt. Fast so, als hätte die Arbeitswelt endlich gesagt, wisst ihr was? Ich habe hier auch ein Mitspracherecht. Ich entscheide, wie ich arbeiten möchte. Ist das nicht genau diese Veränderung? Viele der Probleme, die wir in unserem Leben haben, sind auf das Ego und darauf loszulassen, zurückzuführen. Ist das nicht genau dieser Zustand? Es scheint, mit sozialen Medien und all dem Kram wird's schlimmer. Warum ist es so schwer, das Ego loszulassen, meinst du? Hast du Ratschläge zum Loslassen? Das ist eine sehr große Frage. Hast du irgendwelche Ratschläge? Als ich vielleicht Anfang 30 war und gelitten habe. Ich habe etwas im Kanal vernommen und bin zu 99% sicher, dass ich es dort hörte. Ich notierte es auf Papier, da ich es nicht verstand, aber es schien Sinn zu ergeben. Aufgeschrieben stand, Freiheit entsteht, wenn der Thron den König verliert. Ich fragte mich, was das bedeutet. Es fragt im Grunde, wer verdammt nochmal den Thron innehat und herrscht. Die Führer, mit denen ich zusammenarbeite, erklären, dass das kleine Selbst, also die Persönlichkeits- oder Ego-Struktur, sei gemeint. Sie herrscht über ein kleines Königreich. Dort soll sich alles um sie und ihre Gedanken drehen. Und weißt du, das kleine Selbst, so sagen sie, findet seine Erkenntnis in Geschichten. Daran ist nichts auszusetzen, es ist ein Teil unseres Daseins. Aber wir haben tatsächlich den Karren vor das Pferd gespannt. Also, was Lehrer vermitteln, ist die Wiederentdeckung des wahren Selbst. Sie erreichen dies durch Abstimmung und energetische Einstimmung. Es ist einfach, da die Abstimmungen in einer Sprache erfolgen, die mit Schwingungen kodiert ist. Diese sind für Menschen greifbar, wenn sie damit arbeiten. Es ist ein Prozess des Wiedererkennens unserer wahren Identität über das Konzept hinaus, wer wir zu sein glauben. So kann ich sagen, ja, ich bin Paul. Ich wohne auf Maui, so alt bin ich. Das ist meine Hautfarbe. Meine Herkunft ist diese. Meine Eltern haben das bestimmt. Ich kann das alles sagen, um mich selbst zu identifizieren. Aber das ist nicht mein wahres Ich, ebenso wenig wie es das wahre Ich anderer ist. Es sind Wege, das Selbst durch kulturelle Übereinkünfte zu erkennen. Wenn wir weitergehen zu behaupten, würden Führer sagen, ich wisse, wer ich wirklich bin. Sie sagen, Wissen sei Erkennen. Ich erkenne und weiß, wer ich wirklich bin. Und sie behaupten, in der Wahrheit könne eine Lüge nicht bestehen. Einen Weg auf Kosten des anderen zu gehen, ist die Herausforderung, verstehst du? Ich will, was ich will, wann ich es will. Als Murrkopf reagiere ich mürrisch und sauer, wenn etwas nicht nach meinem Sinn verläuft. Doch ich habe viele Vorstellungen, wer ich sein soll, losgelassen. Diese Arbeit zwang mich dazu. Mein Lebensentwurf unterschied sich stark von meinem tatsächlichen Weg. Aber das Ergebnis ist viel besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich denke, wir klammern uns fest, weil wir nicht glauben, dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden, wenn wir nicht erhalten, was wir wollen. Auch in der spirituellen Gemeinschaft sagen die Leute, ich muss das manifestieren, ich muss das bekommen, haben. Es ist, als wäre das Universum ein Katalog, aus dem jeder bestellen soll. Und das Problem dabei ist, dass es nicht unwahr ist. Dinge sind verfügbar, aber die Leute beanspruchen, was sie zu haben glauben. Und das basiert auf irgendeinem anderen Menü, das sie geerbt haben.
Ich soll schön, reich, immer glücklich sein und einen Fotografen haben, der mich verfolgt, wenn ich für meine Instagram-Seite spazieren gehe. Ich meine, es ist so eine Art von Zeug. Und ich glaube nicht, dass es das ist. Wenn man an den Punkt kommt, wo empfangen, zulassen, vertrauen, egal wie man es nennt, Gott, Universum, die Bezeichnung ist letztlich unwichtig, als Quelle der Versorgung zu dienen. Dann hörst du auf, nach allem zu greifen oder dem Geist zu diktieren, was du brauchst und wie es kommen soll. Das ist die kleine Zelle der Persönlichkeitsstruktur, die Regeln vorgeben will. Öffnen wir uns aber einem Ort der Aufnahme, Hingabe oder des Zulassens, beginnt, glaube ich, die wahre Alchemie zu wirken. Ist es nicht merkwürdig, wenn wir tatsächlich alles bekämen, was wir wollen, wäre unser Leben wie ein Horrorfilm? Ja, das stimmt. Ich stimme zu. Hätte ich mit 15, 20 oder 25 bekommen, was ich wollte. Es wäre ein Horrorfilm gewesen, denn es hätte mich zerstört. Aber du hast recht, es ist das kleine Ego, das nicht loslassen will. Die Angst davor, loszulassen, Gott wirken zu lassen, wenn du so willst. Und ich denke, in meiner Welt ist es befreiend, loszulassen. Dinge öffnen sich und es tauchen Dinge auf, an die ich im Traum nicht gedacht hätte. Hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass ich hier sitzen und mit dir sprechen würde, hätte ich gesagt, du bist völlig verrückt, denn die Show gab es vor einem Jahr noch gar nicht. Aber als ich mich dann wirklich voll und ganz darauf einließ, da kamen plötzlich Gäste aus allen Ecken und es entstanden erstaunliche Gespräche. Es begannen Dinge zu geschehen und das alles nur, weil ich losgelassen habe. Auch die Angst, was auch meine nächste Frage betrifft, Angst. Ja, genau, ja. Angst ist oft ein Hemmnis, nicht die Angst, von einem Tiger gefressen zu werden. Das ist eine natürliche Furcht. Ich spreche von den Ängsten, die wie Ballast auf uns lasten. Hast du Ratschläge, wie man einige dieser Ängste durchbrechen kann? Denn du hattest selbst Angst, dich zu outen. Ich hatte große Angst, diese Show zu machen. Wie überwindest du solche Ängste? Ich bin mir nicht sicher, ob Durchbrechen der richtige Ansatz ist. Die Berater, mit denen ich arbeite, diskutieren oft über Angst. Sie sagen, Angst erzeugt mehr Angst. So führt jede aus Angst getroffene Entscheidung zu mehr davon. Man sollte die letzte aus Angst getroffene Entscheidung betrachten und was sie gebracht hat. Wahrscheinlich hat sie mehr Angst verursacht. Also ist es eine wirklich einfache Sache, aufzuhören, Entscheidungen aus Angst zu treffen. Das unterscheidet sich von Vorsicht, wie wenn ein Tiger dich jagt. Vorsicht ist in diesem Fall gesund. Angst ist alles. Tiger sind böse. Das ist aus Angst. Geh nicht auf diesen Kontinent, dort gibt es einen Tiger. Meide die Zoos, dort gibt es Tiger. Meine Töchter fürchten sich panisch vor Haien. Ich sage immer, solange keine Landhaie unsere Haustür aufschließen, seid ihr sicher. Es stimmt, es ist lustig. Das ist eine Sache. Führer behaupten, Angst sei nicht klug. Sie meinen, Angst sei begrenzt, da sie nicht über sich hinauswachsen kann. Sie sagen, Angst stamme von Gott. Er kennt dies jedoch nicht, was ihr Problem ist. Also, nichts existiert außerhalb Gottes. Aber man kann glauben, dass es so ist und dies erleben. Sie sprechen oft darüber, die Führer, mit denen ich arbeite, diskutieren es regelmäßig. Sie nennen es das obere Zimmer als nächste Bewusstseinsebene über unserer gewöhnlichen, ein kollektives Feld. Sie beschreiben es musikalisch als Oktave mit hohen und tiefen Tönen. Unsere Realität, so sagen sie, besteht aus Ton oder Schwingung, ähnlich wie Musik. Sie reden davon, ins obere Zimmer aufzusteigen, welches sie als die nächste Oktave darüber ansehen. Ein Großteil ihrer Lehre befasst sich mit der Transposition unserer Schwingungen oder Noten, damit wir auf einer höheren Ebene erklingen. Das Besondere am oberen Zimmer ist, dass, sobald man es zu spüren beginnt und die Führer einen dorthin leiten, die Frage aufkommt, wovor fürchtest du dich? Auf jener Ebene gibt es nichts zu befürchten, denn sie ist frei von Furcht. Die Schwingung der Angst existiert dort schlichtweg nicht. Darüber hinauszugehen heißt, es zu verlassen. Verstehst du? Hier ist ein einfaches Beispiel. Du lebst in einer Souterrain-Wohnung und dein Blick aus dem Fenster geht durch die Oberlichter. Und jemand sagt, na dann, probier mal den 20. Stock. Und die Aussicht wird eine andere sein. Du gehst hoch und da ist diese tolle Wohnung im 20. Stock und du hast nicht dieselbe Dunkelheit. Du hast nicht denselben Schatten. Du hast nicht dieselbe Erfahrung. Aber was die meisten von uns machen ist,
dass wir in den 20. Stock kommen und sagen, oh mein Gott, ich habe die Sachen von meiner Ex in der Schublade gelassen und oh mein Gott, da sind all diese Rechnungen unten im Keller. Ich muss wieder hinunterlaufen. Wir kehren zurück, halten fest an Bekanntem, selbst wenn es unglücklich macht. Also, mein Verständnis für Angst zu durchschreiten heißt nicht, sie zu ehren. Ich sage nicht, sei unklug und lauf auf die Straße. Ich bin nicht furchtlos und werde nicht einfach die Straße betreten. Es geht vielmehr darum, innezuhalten, den Köder schlucken. Hör auf zuzustimmen, dass wir Angst haben sollten. Angst ist ein Lehrer, aber nicht der Beste. Man kann lernen, eine heiße Pfanne zu meiden, ohne sich zu verbrennen. Es gibt andere Wege, Lektionen zu lernen. Das höre ich oft. Können Sie nun ein wenig darüber sprechen? Karma und das Konzept des Karmas, denn Karma ist ein weitreichendes Thema und wurde auf so viele verschiedene Arten über Tausende von Jahren hinweg diskutiert. Aus der Sicht des Guides, aus deiner Perspektive. Sie haben wenig gesagt, Sie sagen wenig. Es ist eine Lerngelegenheit. Es ist Ursache und Wirkung. Es ist eine Lerngelegenheit, keine Strafe. Es ist eine Chance. Ich höre, wir sind hier, um zu lernen. Das ist ein Teil des Grundes, warum wir gekommen sind. Wir werden durch all unsere Erfahrungen lernen, denn jede Erfahrung ist wertvoll und gültig im Hinblick auf das Lernen. Karma ist tatsächlich Ursache und Wirkung. Also, ich verstehe, wenn man sich auf die Ebene des Tons oder der Schwingung, das obere Zimmer genannt, begibt, kann man einiges loslassen, weil es in einer niedrigeren, dichten Ebene verankert ist, aber man wird die Lektionen, die zu lernen sind, nicht umgehen. Ich betrachte es einfach als eine Möglichkeit. Es ist nicht die Gelegenheit, die ich vielleicht nicht will. Vielleicht ist es nicht die Lektion, die ich lernen möchte. Normalerweise ist es das nicht, aber jetzt ist es so. Ich glaube nicht, dass es viel komplizierter ist. Sie bieten kein System, um Wissen abzubauen. Ich lebe auf Maui und habe viele Freunde, Anhänger Hanumans. Sie singen die heiligen Namen, alle wissen, wie wunderbar sie sind und ich mache mit. Doch es ist nicht das, was Lehrer lehren. Manchmal denke ich, es wäre schöner. Ich könnte sitzen, den ganzen Tag Gärtun üben und eine herrliche Zeit verbringen. Aber sie machen ihr eigenes Ding. Das ist nicht die Arbeit, die wir leisten müssen. Mit anderen Worten, manchmal. Nein, es ist ein anderer. Es könnte jemand anderes sein. Ehrlich, es ist nicht das System, das die Lehrer, mit denen ich arbeite, lehren. Sie sprechen von Wiederaneignung, von Aspekten unseres Selbst, die wir in Dunkelheit versteckt oder verleugnet haben. Müssen ans Licht kommen. Es ist wirklich einfach. Die Lehrer sagen es so. Wen oder was verdammen sie? Verdammt es sie zurück? Verdammen ist mehr als Fingerzeigen. Es ist energetische Übereinstimmung. Wer in die Dunkelheit gestellt wird, zieht sie hinein. Die Führer sagen, sie können den bösen Mann nicht nach oben heben, weil sie ihn böse gemacht haben. Sie richteten ihn auf diese Bewusstseinsebene oder Schwingung aus. Es ist eine herausfordernde Lehre, aber sie ist wirklich, wirklich einfach. Sie sagen auch, was du segnest, segnet dich im Gegenzug. Und ein Segen ist keine Billigung. Es ist nicht etwas zu dulden, das dir nicht gefällt. Es ist die Gegenwart des Göttlichen auf diese Sache zu legen, in dem Wissen, dass diese Sache in Gott ist, so dass das Wirken des Göttlichen darauf einwirken kann. Und es ist komisch, als sie anfingen, dies zu lehren, war es am Esalen-Institut in Kalifornien. Sie ließen Menschen auf das Gras hinaustreten, etwa 310 Meter voneinander entfernt, und verkünden, der Körper ist göttlich. Sie proklamierten die Göttlichkeit der Form, und man konnte fühlen, wie die Energie zurückkehrte, in Wellen. Dies veranschaulicht, dass das, was du segnest, dich im Gegenzug segnet. Wenn du das Göttliche in jeder Form anerkennst, wirst du dadurch selbst emporgehoben und erhoben. Was du segnest, segnet dich zurück. Was du verfluchst, verflucht dich auch. Gleiche Idee. Also genau wie die Beatles es ausdrücken, Liebe ist der Weg. Ja, in vieler Hinsicht, ja. Es ist, ich meine, Liebe. Auch in meinem Leben als Single, der sich darüber beschwert, ist meine Vorstellung von Liebe immer noch irgendwie durch kulturelle Vorstellungen geprägt. Wahre Liebe ist keine Emotion, sondern Energie. Und es ist die Energie der Quelle. Und diese Erfahrung zu machen ist unwirklich, aber es ist wahr. Liebe heilt, sie verändert alles. Was sie berührt, wird durch sie verwandelt. Ganz und gar wahr. Und im Gegensatz zu es zu verdammen, es zu lieben, könnte hoffentlich vielleicht euch beide emporheben.
Ganz genau, ganz genau, ganz genau, ganz genau. Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum die Beatles sind. Ich stimme zu. Ich bin ein Beatles-Fan und finde es interessant, wie Generation für Generation. Ich glaube, Paul McCartney sagte, etwa 95% unserer Songs handeln von Liebe. Das ist doch gut. Es ist wirklich interessant. Jetzt. Dies ist eine weitere große Frage. Bewusstsein. Wie definierst du Bewusstsein? Was sind die Definitionen laut Experten? Sie haben es erst kürzlich in einer Vorlesung gesagt, doch ich erinnere mich an nichts Konkretes. Sie definierten uns dort und das tun Sie hier auch. Deshalb möchte ich heute, wenn möglich, nicht darauf eingehen, um nichts falsch wiederzugeben. Ich meine, Bewusstsein ist Gott, der sich als alles ausdrückt, nicht wahr? Also ist es alles, alles ist Bewusstsein. Es ist nicht Einzelnes, sondern wirklich kollektiv. Und ich verstehe irgendwie, dass dort unsere Fehler liegen. Menschen, die behaupten, wir hätten unsere Realität selbst erschaffen, haben teilweise recht. Wir tragen zwar dazu bei, sind aber auch Teil eines kollektiven Feldes, das wir alle mitgestalten. Es ist die Realität, auf die wir uns verständigt haben. Solange sich bestimmte Aspekte nicht wandeln, bleibt vieles gleich. Man sagt, nach langem Krieg erwartet man Krieg. Man hat ihn stets erlebt, also rechnet man damit und wird ihn wohl weiterhin erleben. Erst wenn ein Bewusstseinswandel eintritt, in dem Krieg undenkbar ist, kann sich etwas ändern. Wo es nicht existiert, werdet ihr es behaupten. Doch das ist eine radikale Veränderung unserer Realitätswahrnehmung. Nein, es ist alles gerecht, alles ändert sich, wenn ihr Bewusstsein oder Ton verändert. Jetzt dieses Ding, das wir als Seelen haben, auf dieser Existenzebene, ist die Trennung voneinander, die Trennung von der Quelle, die Trennung von. Wir haben uns irgendwie eingeredet, dass wir nicht alle miteinander verbunden sind. Ich meine schon auf einer physischen Ebene durch die Erde, das Ökosystem, und dennoch fühlen wir uns oft entfremdet. Und gibt es Ratschläge, wie man diese Verbindung wiederherstellen kann, nicht nur auf einer physischen, sondern auch auf einer spirituellen Ebene und selbst physisch einfach die Verbindung zu deinen Mitmenschen? Nun, ich bin schon seit Ewigkeiten ein treuer Anhänger des 12-Schritte-Programms. Sie sagten mir früher immer, suche das Gute oder das Göttliche in jedem Menschen. Und es funktioniert. Es ist so einfach. Es muss nicht viel komplizierter sein als das. Die Anleitungen lehren eine Art anderes System der Erkenntnis und eine Art des wahren Wissens, das greifbar und wirksam ist. Und es ist wahr, wer ist Zeuge? Welcher Teil in dir beobachtet, dein Nachbar? Welcher Teil von dir? Der Recht haben will oder der versteht? Der verstehende Teil ist der liebt. Wenn du dich einstimmst, ist es das wahre Selbst, wie sie sagen. Du handelst auf einer anderen Ebene. Aber ich denke, man sollte das Göttliche in sich nicht leugnen. Ist vor allem anderen und dann das Göttliche im anderen, den du nicht leiden kannst, anzuerkennen, denn dort machst du wahre Fortschritte. Es ist leicht, das Göttliche in deinem Liebsten oder Kind zu sehen oder es ist wirklich einfach. Wenn du herausgefordert bist zu erkennen, muss die Präsenz da sein, denn die Leitfäden sagen, wenn du das Göttliche in anderen verneinst, verneinst du es auch in dir und verschließt dich selbst. Du hast das obere Zimmer erwähnt. Wie kann man sich über sich selbst hinaus entwickeln, um dorthin zu gelangen? Wie knüpfen wir eine Verbindung zum oberen Zimmer? Und nicht Techniken, sondern was müssen wir tun, um auf diese Weise erhoben zu werden? Die letzten 3 von Führern übermittelten Bücher behandelten das obere Zimmer und das Agieren daraus. Dorthin zu kommen ist nicht schwer. Ich meine, man kann mit den Einstimmungen arbeiten, die sie anbieten, und man kann eine Erfahrung damit machen, die für viele Menschen spürbar ist. Es scheint schwieriger, es aufrechtzuerhalten, denn ich lerne noch und werde von Ereignissen erschüttert, die, wie ich finde, nicht passen sollten. Dann kehre ich zurück, lerne daraus und kann heimkehren oder aufsteigen. Um in den oberen Raum zu gelangen, muss man erkennen, dass ein Aspekt von dir sich dort bereits ausdrückt. Du erfindest das nicht. Ein Teil von dir weiß schon, wer er ist, was er ist und wie er dient. Dieser Teil drückt sich auf einer höheren Oktave oder Resonanzebene aus.
Und so sage ich einfach, ich weiß, wer ich bin. In Wahrheit weiß ich, was ich bin. In Wahrheit weiß ich, wie ich diene. In Wahrheit bin ich frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Diese sind Einstimmungen, mit deren Energie du arbeiten kannst. Oft können Menschen sie spüren. Das scheint eine Voraussetzung zu sein. Und dann ist die Behauptung sehr einfach. Ich bin oben und du spürst, wie Energie um dich wirbelt, während du hochgehoben wirst. Und es gibt viel, was du tun kannst. Dort oben. Dort kannst du dich dem widmen, was Führer Neuartikulation nennen. Oder die Wiederfindung deines wahren Ichs auf höherer Ebene. Das Obergeschoss ist nicht nur ein Zufluchtsort vor Schmerz, es ist ein Ort, wo viel anderes geschehen kann, glaube ich. Aber genau das wird gelehrt, also davon handeln die Bücher. Nach Jahren des Lernens und Gesprächen mit Menschen wie dir stelle ich fest, es geht oft um die Verbindung zum höheren Selbst. Trotz unterschiedlicher Worte und Formulierungen sind die Konzepte gleich. Sie handeln davon, Angst zu überwinden, sich zu transzendieren, zu einem höheren Sein zu gelangen, mit sich selbst in Einklang zu kommen und Liebe zu teilen. Genau das lehrte Jesus. Vor 2000 Jahren. Das ist sehr interessant. Die Wahrheit spielt keine Rolle, wie man sie darstellt. Ich hatte Probleme mit den Konzepten, die Lehrer vermitteln über das wahre Selbst. Und dann hatte ich hinduistische Studenten in meinen Workshops und sie sagten, ja, das ist der Atman und so sprechen wir darüber. Und ich dachte mir, oh, ich nicht, wisst ihr, ich bin ehrlich gesagt nicht besonders belesen. Ich habe nicht viel theoretischen Hintergrund. Ich habe es versucht und alles vergessen. Und weißt du, auf eine gewisse Weise vielleicht etwas faul, aber ich glaube, es muss wirklich ehrlich sein und auch Grenzen überschreiten. Systeme. Ist es wahr, so ist es wahr. Es spielt keine Rolle, wie man es nennt oder welche Bezeichnungen verwendet werden. Aber ich denke, es ist dasselbe. Warum denkst du, dass du auserwählt wurdest oder diesen Weg gewählt hast? Weil es so scheint, als ob du hast klar Spaß an deiner Arbeit, doch aus unserem Gespräch sah ich, dass du genau so bist. Es ist meine Arbeit, mein Job, mein Ding. Ich habe Probleme mit manchen Aspekten. Ja, es ist eine sehr menschliche Art, die eigene Arbeit zu betrachten. Ich betrachte mich nicht als außergewöhnlich und sehe es als Falle, sich auf solche Dinge einzulassen. Doch ich besitze einen Fähigkeitensatz, den ich über Jahre durch ständiges Erscheinen entwickelt habe. Besonders stolz bin ich darauf, immer aufgetaucht zu sein, selbst wenn ich keine Lust hatte. Oftmals fehlte mir die Lust und ich hielt es für verrückt oder mich selbst für verrückt, weil ich weitermachte. Dennoch habe ich eine akademische Laufbahn hinter mir. Man lässt nicht einfach eine Festanstellung und all das hinter sich. Eigentlich war es keine. Das Problem waren nicht die Konditionen, sondern alles andere. Zusatzleistungen, Rente, all diese Sachen. Und ich sagte dann, okay, ich werde das jetzt machen. Als ich besitze Infos über frühere Leben, die hilfreich sind. Ich denke, ich arbeite mit diesen Geistführern schon länger zusammen, über dieses Leben hinaus. In meinen frühen 30ern, als ich Energieheilung studierte, arbeitete ich mit einer besonderen alten irischen Dame zusammen. Sie ist nicht mehr am Leben. Und sie sagte, okay Leute, hier ist ein Gebet, es wirkt. Seid vorsichtig, wie ihr es formuliert, denn ihr bekommt es. Und ich dachte damals im Nachhinein, ich hätte um eine schöne Wohnung oder einen Partner bitten sollen. Aber ich hatte schon genug Erfahrungen gemacht mit mangels eines besseren Wortes, Gott oder was auch immer. Ich wusste genug, um zu erkennen, dass es echt war. Und ich wusste, es gab nichts Besseres. Ich wollte nur in dieser Erfahrung sein. Also erinnere ich mich, dass ich in meiner Dummheit so etwas aufgeschrieben habe nach dem Motto, ich möchte das Ganze durchziehen. Und was ich über Bücher glaubte, ist verschwunden. Vielleicht kamen sie deshalb durch Bücher zu mir. Bin ich der beste Bücherschüler? Nein, das bin ich nicht. Ich stehe in einer schwierigen Beziehung zu dem Stoff, da er durch mich hindurchfließt und ich bin weder Guru noch spiritueller Lehrer und strebe auch nicht danach, es zu sein. Es ist mir wirklich egal. Das gehört auch dazu.
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, wurde ich dafür entwickelt, ohne es zu wissen. Wissen Sie, ich war ein junger Dramatiker und habe Musik in Dauerschleife gespielt, ein Lied stundenlang immer wieder und saß da und schrieb einfach. Ich induzierte Trancezustände, ohne zu wissen, was eine Trance ist und so weiter und so fort. Und dann, ich war Hochschullehrer. Etwa 10 Jahre bevor ich aufhörte, merkte ich, dass ich keine Notizen mehr nutzen konnte. Ich konnte einfach nicht. Ich saß da und ließ alles fließen. Es kam heraus und es war wunderbar. Jahrelang sagte ich, Lehren sei meine spirituelle Übung. Es lehrte mich zu lieben. Es tat es wirklich. Ich konnte nicht lieben, doch Lehren, glaube ich, hat es mir beigebracht. Auf bedingungslose Weise. Ich wurde sozusagen auf meine jetzige Arbeit vorbereitet. Und ich habe es nicht erwartet und nicht darum gebeten, dass ich mich erinnern kann. Vielleicht ist das der Grund, warum ich fragte. Die Führer sagten zu jemandem, der mich befragte, warum Paul nicht bekommt, was er will und so weiter. Sie erklärten, Pauls Aufgabe sei es, die Tür für andere offen zu halten. Und ich war alle, aber später, als sie das obere Zimmer vorstellten, wussten sie, dass die Tür offen steht. Sie luden all ihre Schüler über diese Schwelle ein. Jeder kommt, kommt. Und sie sagten, Paul, jetzt darfst auch du kommen. Es war wirklich besonders für mich, das zu hören. Und etwa dann begann sich alles für mich zu verändern. Aber mir wurde klar, Bücher sind vielleicht die Tür, die ich offen halte. Das ist meine Aufgabe. Sie sind ein Durchgang für andere. Ich habe zugestimmt, bis sie keine Bücher mehr diktieren wollen oder bis ich sage, keine Bücher mehr. Ich kann nicht weitermachen. Es war rund ein Buch pro Jahr für ein Jahrzehnt. Macht es Ihnen körperlich zu schaffen, das zu tun? Die Bücher werden diktiert. Das erste benötigte 2,5 Wochen bis zur Fertigstellung, unredigiert. Keine Bearbeitung, kein Umschreiben. Das letzte, glaube ich, brauchte 1,5 Monate. Und ich habe nicht täglich gearbeitet, aber in der Regel kann ich nun eine halbe bis Stunde sitzen zum Diktieren, wenn ich mich zurückziehe. Während meiner Live-Retreats, wo ich täglich 6 Stunden mit denselben Personen war, diktierten die Geistführer vor ihnen in 5 Tagen 80 Seiten. Aber das zehrt wirklich an mir. Ja, es fühlt sich so an, als würde mein Nervensystem stark beansprucht. Ich beschwere mich ja nicht darüber, aber es ist anstrengend, aber ich arbeite stundenlang. Die meisten Channeler, die ich kenne, schaffen 45 Minuten pro Stunde. Ich einen ganzen Tag, verstehst du? Wegen der Bücher. Die Bücher sind intensiv. Du würdest also arbeiten, du würdest den ganzen Tag durchgehend channeln. Wenn ich einen Live-Workshop mache, wie 5- oder 7-tägige, die mache ich manchmal. Ich versuche sie während Buchdiktaten zu machen, weil es eine gute Chance ist, viel zu erledigen. So könnten 3 oder 4 Vorlesungen pro Tag stattfinden. Eine Vorlesung dauert meist 30 bis 40 Minuten. Danach beenden Sie mit den Worten, das steht im Buch. Das ist ein neues Kapitel. Das ist der Titel des Kapitels. Es steht im Buch. Aufgrund der Covid-Pandemie und meiner Unfähigkeit zu reisen, habe ich tatsächlich eine kleine Gruppe ehemaliger Studenten zusammengebracht. Wir trafen uns gleich am frühen Morgen und die Lehrer betonten, dass es ein Publikum geben muss. Ich kann meine Arbeit nicht ohne Zuhörer verrichten. Also wurde es auf diese Weise umgesetzt. Ja, ich kann es definitiv nicht alleine tun. Es muss stets einen aktiven Zuhörer geben. Also ein Aufnahmegerät allein reicht nicht. Jemand anderes muss im Raum sein. Ich muss jemand anderen haben. Die Führer müssen zu jemandem sprechen. Wenn mir nicht gefällt, was sie hören und ein Aufnahmegerät läuft, neige ich dazu zu wechseln und zu sagen, ich möchte nicht darüber sprechen oder ich misstraue dem. Bei Anwesenheit eines Publikums muss ich jedoch weiterreden, bis die Leiter sagen, bitte jetzt anhalten, was dem Ende ihrer Diktate entspricht. Es ist möglich, dass ich es lange nicht versucht habe, nur mit einem Aufnahmegerät zu arbeiten, aber die Führer sind zugleich Lehrer und sie benötigen ihre Schüler. So erlebe ich das. Sprachen Führer je mit dir über Reinkarnation oder durch dich? Nicht sehr detailliert und sie sagten wohl nichts besonders Originelles dazu. Ich meine, manchmal verwirrt mich, dass sie sagen, unsere Vorstellung von früheren Leben sei so eine Art. Unsere Vorstellung von Linearität und Zeit, die wir nicht begreifen, wie man sagt, das. Alles geschieht jetzt, behaupten sie.
Es gibt nur das Jetzt, das universelle Jetzt. Zeit ist ein Konstrukt, durch das wir gewählt haben zu lernen und das wir als Realität ansehen. Also ich weiß nicht, was frühere Leben bedeuten, aber ich hatte welche, denn ich erinnere mich an einige und das ist wirklich alles. Sie sprachen vom Konzept des Königreichs. Könnten Sie das näher erläutern? Was ist das Königreich? Die Leitfäden besagen, das Königreich sei die Verwirklichung des Göttlichen in allem, jeder Erscheinungsform. Die Leitfäden sagen, es gäbe eine universelle Note, einen Ton, der erklingt und in seiner Manifestation alles ist, was wir sehen, hoch, tief, dazwischen. Und so ist die Erkenntnis, das Wissen um das innewohnende Göttliche, welches das bereits vorhandene Göttliche ist, das Streben nach dem Königreich. Das Königreich bedeutet, Gott als und in allen Dingen zu sehen. Und Menschen sind irritiert, weil ich Gott in dieser Person nicht sehe. Sie ist furchtbar oder ich sehe Gott in dieser Sache nicht. Doch was du siehst, ist die Ursprungsquelle allen Seins. Die Quelle manifestiert sich in allem. Was wir daraus machten, ist anders, doch es kann zurückgewonnen werden. Ja, das ist das Königreich. Ich habe vielleicht einen Hauch davon in meinen Erfahrungen gespürt. Aber dorthin bringen sie ihre Schüler. Das war der Titel des letzten Buches, das Königreich, was wirklich. Beim Bearbeiten eines Buches entfalten sie den Inhalt, damit der Lehrstoff praktisch anwendbar wird. Können Sie etwas mehr über das Buch der Freiheit und die zugrunde liegenden Konzepte erzählen? Ich erinnere mich nicht gut und ehrlich gesagt, nachdem ich das Hörbuch beendet habe, lese ich es selten nochmals. Sprechen Sie das Hörbuch ein oder lesen Sie es selbst? Nein, das bin ich, der vom Manuskript des Verlags liest. Wenn ich channel, flüstere und wiederhole ich. Es ist schwieriger zuzuhören, aber das Hörbuch ist ebenso. Die Energie ist spürbar, ich weiß in den Hörbüchern, aber ich habe Aufnahmen, auf denen ich channel. Vielleicht bringen wir sie raus, aber sie sind wohl schwer anzuhören, denke ich. Besonders wenn du Auto fährst, auf dem Weg zur Arbeit. Genau. Das Buch der Freiheit. Es ist witzig und geht wirklich darum. Oh, das Buch der Freiheit. Verwechselte es mit dem Buch der Wahrheit. Es bereitet uns wirklich darauf vor, glaube ich. Der obere Raum ist die Lösung der Fesseln, von dem, was wir als Realität ansehen und wer wir darin sein sollen. Die Behauptung, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei, ist eine Einstimmung, mit der man greifbar arbeiten kann. Nicht nur das Wiederholen vieler Worte wie ein Mantra, sondern ein Anspruch auf Wahrheit. Die Führer behaupten, was wahr ist, bleibt wahr. So ist das wahre Selbst, die Monade oder wie du es nennen willst, jener Teil von dir, der sich als aus der Quelle wissend versteht. Dieser Teil ist immer frei, denn er kann nicht anders sein. Es muss frei sein. Und das Erkennen dieses Aspekts des Selbst und seiner Manifestationen ermöglicht es dir, vermute ich, auf gewisse Weise die Verpflichtungen loszulassen. Zur kulturellen Realität, wie wir glauben, darin agieren zu sollen. Ich rede ständig über Matrix, den Film, der uns erstmalig dazu brachte, die Realität als Ganzes zu hinterfragen. Er prägte die Gesellschaft und ließ uns über die Realität als Simulation oder Nicht-Simulation nachdenken. Doch die Konzepte der Realität wurden vor diesem Film nicht massenhaft in Frage gestellt. Ist es fair zu behaupten, dass Matrix diese Diskussionen auslöste? Ich denke ja. Ich habe es versucht, ihn nicht gesehen, bin eingeschlafen. Er lief im TV, ist okay. Das soll den Film nicht abwerten. Es liegt an meiner Aufmerksamkeitsspanne und ich kenne Leute, für die das Lieblingsfilme sind. Ich rede das nicht klein. Meine Erkenntnis, dass die Realität anders war, als ich dachte. Meine Gedanken über Gott begannen, als ich mir vorstellte, dass es vielleicht etwas außerhalb meiner erlebten Realität gibt. Stellt man sich eine Welt vor, in der so etwas existiert und zugleich nicht existiert, gleicht es dem Leben auf 2 Planeten. Tatsächlich. Es ist eine grundlegend andere Existenzweise. Ich meine damit keine Religion, denn ich bin nicht religiös. Ich bin darin nicht gut. Also hat sich meine Sicht verändert, als ich zu glauben begann, dass
Wenn es Gott oder Ähnliches gibt, nichts so ist, wie ich es mir vorstellte. Das hat mir den Verstand geblasen. Ich war 25. Oh Gott. Ich war erst ein Jahr aus Yale raus und nüchtern. Alle, die ich kannte, starben. Es war die AIDS-Epidemie, eine schreckliche, verrückte Zeit. Doch plötzlich tat sich eine neue Welt auf. Es war hart, nicht einfach, weit entfernt von Zuckerschlecken, Sonnenschein, Regenbögen und Kristallen. Nichts davon. Eher ein Was zum Teufel ist das? Denn sobald man beginnt, Energie zu spüren, ändert sich alles. Man hat eine greifbare Erfahrung, dass es mehr gibt als das Sichtbare. Und das hat meine Welt auf den Kopf gestellt. Ich hätte nicht erwartet, dass es passiert, und es war sehr aufregend, aber es bedeutete auch, Dinge waren anders, als mir beigebracht oder gesagt wurde. Ich glaube, das geschieht auch auf höherer Ebene, nicht immer zum Guten. Die Geistführer, mit denen ich arbeite, sprachen in diesem Buch, dem Buch der Wahrheit, kurz vor der Wahl 2016. Sie äußerten vieles darin, unter anderem so etwas wie: Alles Verborgene steht kurz davor, ans Licht zu kommen. Wenn du denkst, es sei so, sagten sie, wird es sein, als ob dein Hinterhof darunter liegt. Eine archäologische Ausgrabung. Dinge. Begraben vor 5 Tagen oder 5000 Jahren, alles wird enthüllt. Es kommt nicht hoch, um mit dem Finger darauf zu zeigen und zu sagen, schau, wie schrecklich. Es kommt hoch, weil Heilung erst möglich ist, wenn es gesehen wird. Nichts kann verwandelt werden, bevor es nicht ans Licht gebracht wird. Also, was du im Keller versteckst, sie sagen, wenn du eine Leiche im Keller hast, wird sie letztendlich das ganze Haus durchdringen. Also kommt alles hoch. Und sie sagten im Grunde, rechne damit, dass es eine chaotische Zeit wird. Und das war es und ist es teilweise immer noch, aber das gehört wohl dazu, vermute ich. Haben Sie einen Rat für Menschen, die zu derselben Erkenntnis kommen, zu der Sie mit 25 gekommen sind? Wenn man anfängt zu sehen, dass die Dinge, von denen man dachte, sie seien echt, nicht echt sind, die Ideen und Konzepte, die man gelernt hat, sich verändert haben. Die ganze Lebensperspektive ändert sich. Ich stimme Ihnen zu. Es ist kein einfacher Prozess. Es ist ein Vorschlaghammer. Es ist keineswegs eine sanfte Hand. Für viele ist es schwer. Manche lehnen es ab, andere flüchten tiefer ins Materielle und erkennen nicht, dass es länger dauert, herauszukommen. Welchen Rat haben Sie? Gott. Es hängt wirklich davon ab, wer man gerade ist. Spiritualität erscheint oft wie eine Modeerscheinung. Viele sehen sie als einen Trend und ich denke, vielleicht ist das eine Phase, die Menschen durchlaufen, um zu etwas mit mehr Tiefe oder Realität zu gelangen. Ich denke, sie erkennen das. Wenn nötig, ich glaube nicht, dass viele Bekannte darauf kommen, weil ihr Leben großartig läuft. Es passiert oft, wenn die Falltür aufgeht und du denkst, oh mein Gott, was jetzt? Und du findest dich in einer völlig anderen Erfahrung wieder. Ich vermute, es ist nicht hilfreich, andere als falsch darzustellen. Nutze es nicht als Gelegenheit für Trennung und Spaltung. Diese Art von niedrigem Niveau, das, weißt du, als ich in diese Dinge einstieg und mich mit Energie befasste. Weißt du, ich hörte so Sachen wie, nun, die Reiki-Leute sind ganz darauf fixiert und niemand spricht. Die Anhänger von Barbara Brennan sprechen mit niemandem. Und das alles ist in Gruppen aufgeteilt. Und dann mein Favorit, über das Channeling. Ich hörte davon, ich lebte damals in New York und man sagte, oh, es gibt eine Gabriel-Lehre auf der Upper West Side. Aber du solltest wirklich nach Brooklyn gehen und den Michael hören, denn das ist der wirklich Angesagte. Und ich dachte mir, das ist doch, es ist wirklich einfach albern. Es ist spiritueller Materialismus und ich denke, dass Menschen sich darin verfangen können. Das Bedürfnis, besonders zu sein. Ich glaube nicht, dass es je hilfreich war. Und ich denke, dass auf gewisse Weise ein williges Herz bringt einen weit. Mach daraus keine große Sache. Es ist wichtig. Also lass dich einfach auf den Prozess ein. Was auch immer das ist, wenn du aufwachst. Du hast lange geschlafen. Das kann ziemlich überraschend sein, aber es muss nicht schlecht sein, muss nicht beängstigend sein. Es kann ganz wunderbar sein. Ja, ich spreche von Konzepten wie Yoga, Meditation und auch Spiritualität. Vor 20 Jahren war alles so anders als heute. Meditieren Sie. Nein, Akkokus, eigentlich sollte ich. Ich mache es.
Also nicht wirklich, aber irgendwie schon. Früher tat ich es regelmäßig, keine formelle Meditation, aber täglich stundenlange Energiearbeit während meiner Entwicklung. Dieses Jahr lernte ich TM, dachte, ich übe es täglich, aber ich tue es nicht. Also, ich bin unsicher. Das bin ich. Mein Versagen nehme ich an. Was mich an dir fasziniert, Paul, ist, dass die Arbeit, die durch dich entsteht, ist sehr tiefgründig und dennoch hast du persönliche Probleme mit einigen Werken, die durch dich entstehen. Du stehst vor Herausforderungen mit deinen Arbeiten und Dingen, die darauf hindeuten, dass ich das selbst herausfinden muss. Es ist eine faszinierende Dualität in dir, dass Dinge, die durch dich fließen, oft nicht deiner Zustimmung entsprechen oder du Probleme damit hast. Und ich weiß nicht, was sie gesagt haben. Es ist faszinierend. Du bist nicht wie ich, der allmächtige Guru. Ich bin. Das bist du überhaupt nicht. Nein. Wenn jemand behauptet, beim Channeln allmächtig zu sein, stelle ich das Channeln in Frage. Richtig. Was ein Channel ist? Genau. Channeln gleicht Stenografie. Es ist Diktat. Wort für Wort. Wir überarbeiten die Manuskripte nicht, um sie zu verbessern oder missverständliche oder anstößige Wörter zu entfernen. Es ist, was es ist. Und so entstand es. Und ich hatte Glück, Verleger zu haben, die zustimmten, dass wir nicht zurückgehen und herumbasteln dürfen. Das ist es. Aber ich habe als Schriftsteller eine seltsame Erfahrung gemacht. Eine Schreibblockade, die schlimmer war als alles, was ich je erlebt habe. Sie war über viele Jahre hinweg eine Quelle großer Scham. Das ist kein Witz. Ja, ich weiß. Jetzt habe ich 10 Bücher. In 11 Jahren steht mein Name auf dem Covid-Buch, das ich nicht verfasst habe. Aber ich bin daran beteiligt, ich trage zur Verbreitung bei. Und ich bin dankbar dafür, aber ich sehe es nicht als mein eigen an. Es ist mir einfach unmöglich. Ich hinterfrage das, was gelehrt wird. Ich unterbreche die Diktate und die Leute werden sagen, Paul unterbricht. Er hat eine Frage. Und ich mache das, weil ich möchte in gewisser Weise nicht verantwortlich sein. Wenn Sie behaupten, der Mond sei aus grünem Käse, dann werde ich sagen, Moment mal, wie kommt das? Und Sie entpacken das Gelehrte. Wenn ich verwirrt bin und ich höre, dass das den Lesern hilft, aber eigentlich tue ich es für mein eigenes Gefühl der Sicherheit, nehme ich an, und meine eigene, den Wunsch hegen, nicht zu verbreiten, und das ist von Bedeutung. Etwas, das verwirrend oder schädlich wäre. Ich möchte daran keinen Anteil haben. Aber du vertraust dem Kanal genug zu wissen, dass alles, was durch ihn kommt, nicht negativ ist. Absolut. Bei Verwirrung stellst du eine Frage. Ja, absolut. Und was? Sie waren über all die Jahre hinweg wunderbar, wunderbar konstant durch mich. Sie widersprechen sich nicht. Sie lehren in Liebe, sie lehren keine Angst und sie überschreiten nicht den freien Willen. Und das sind Dinge, die ich für sehr wichtig halte. Das Konzept des freien Willens, bedeutsam. Wenn Sie sagen, das ist wieder etwas, das ich immer wieder höre, ist der freie Wille. Wenn wir in diese Inkarnation kommen, wenn wir in diese Welt kommen. Manche Dinge stehen fest. Ich werde zum Beispiel nie ein NBA-Spieler sein. Es steht einfach nicht in den Sternen. Ich könnte es mir noch so sehr wünschen. Und glauben Sie mir, als Kind wollte ich auch unbedingt ein Miami Dolphin sein, aber es hat nicht geklappt. Man kann zwar in diese Richtungen gehen, aber was ich festgestellt habe, ist, dass wenn man diesen Weg einschlägt, trifft man auf ein Hindernis nach dem anderen. Es wird immer schwieriger und schwieriger. Aber wenn man seinen wahren Weg einschlägt, öffnen sich die Türen viel leichter. Ist das auch Ihre Erfahrung? Ja, das entspricht meiner Erfahrung. Genau dasselbe ist auch Ihnen passiert. Es ist einfach, weil jeder denkt, naja, wenn ich freien Willen hätte, dann könnte ich Astronaut werden. Ich sage dann, na dann versuch es doch. Ja, aber ich denke, die Führer reden viel über den Willen, dessen Bewertung und ihre Lehren. Doch letztlich fällt man eine Entscheidung. Wenn ich beschließe, etwas zu tun, ist das Willenskraft. Ich will mich meiner spirituellen Natur öffnen. Das ist Willenseinsatz und eine hohe Anwendung davon. Meine Führer raten den Menschen nicht, was zu tun ist. Ich sage das oft. Wenn ich in den Verkehr laufen will, kann ich das. Wenn ich frage, ob es jetzt klug ist, die Straße zu überqueren, könnten Sie sagen, es sei unklug.
doch es bleibt meine Entscheidung. Wenn ich mit den Folgen einer schlechten Entscheidung leben will, kann ich das. Ich lerne daraus. Es geht nicht um richtig und falsch. Jetzt werde ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Das mache ich bei all meinen Gästen. Was ist Ihrer Meinung nach Ihre Lebensmission? Ich weiß es nicht. Sie sägen Holz und tragen Wasser, so in etwa, oder? Ich weiß es nicht. Warum glaubst du, sind wir hier? Ich weiß es auch nicht. Ich würde sagen, zum Lernen, zu erleben, zu lieben, zu genießen, zu erkennen, alle Aspekte des in einem Körperseins und des Umgangs. Wesen und Körper können es leisten. Wo können sich Interessierte über dich, deine Arbeit und Bücher informieren? Meine Webseite, die einfach mein Name ist, also paulselig.com, und die Bücher gibt es online sowie bei allen Buchhändlern und Buchhandlungen. Ich bin dankbar, dass du in der Sendung bist. Deine Arbeit schätze ich sehr. Du bist eine außergewöhnlich interessante Seele, mein Freund. Ich schätze also alles an dir. Du bist mir wertvoll, mein Freund. Danke, dass ich mitmachen durfte. Es war freudig. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.